Du möchtest etwas Gutes für dein Unternehmen tun, einen Mehrwert für deinen Kunden erzeugen und gleichzeitig noch die Umwelt schonen? Dann ist das genau das richtige Video für dich, denn es geht um Green IT. So, jetzt machen wir hier drinnen weiter. Ist doch auch viel gemütlicher. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, müssen wir erstmal die Begrifflichkeiten erklären. Green IT ist Herstellung, Betrieb und Entsorgung von IT ressourcenschonend zu gestalten und so direkt und indirekt negative Auswirkungen auf Mensch, Gesellschaft und Umwelt minimal zu halten. Die zweite Definition ist allerdings auch wichtig. Die besagt das Sparen von Ressourcen durch IT. Zum Beispiel nicht zu einem Workshop zu fahren, sondern anstelle ein Videomeeting an eurem Rechner zu machen. Naja, der Weg unserer Daten ist lang und beginnt nicht auf unserem Rechner, sondern schon viel früher. Die Internetseite grünecho.de zum Beispiel ist auf einem Computer irgendwo auf der Welt gespeichert. Das Speichern der Daten benötigt Strom, und zwar 24/7. Wir nennen das Ganze mal Datencenter für später. Wenn du meine Seite aufrufst, werden die Daten von diesem Computer abgerufen und bis zu dir transportiert. Dieser Transport braucht natürlich auch Strom. Das ist das Netzwerk. Schlussendlich werden die Daten auf deinem Computer zu einer Internetseite zusammengebastelt und dir auf dem Bildschirm dargestellt. Auch das braucht wieder Strom. Das ist dein Nutzergerät. Was jetzt noch fehlt, ist die Hardware, die, wie wir gelernt haben, in der Herstellung und Entsorgung auch Energie benötigt. Das ist die Hardware für später. Aber woher wissen wir, wie viel Energie das Ganze kostet? Kluge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich hingesetzt und haben aus diesen Metriken Formeln entwickelt, die wir Modelle nennen. Diese garantieren, dass die Ergebnisse, die wir bekommen mit den Berechnungen, sich nicht ändern, dass sie vergleichbar sind mit anderen Ergebnissen und bewertbar sind. Schauen wir uns ein Modell genauer an, das Sustainable Web Design Model. In diesem Modell multiplizieren wir die Menge der Daten, hier in Gigabyte, mit dem weltweit erwartet genutzten Stromverbrauch pro Gigabyte, in Kilowattstunden pro Gigabyte. Das Ganze wiederum multiplizieren wir mit dem durchschnittlichen Emissionsausstoß durch Stromerzeugung. Das Ergebnis hierbei sind CO2-Äquivalente. Zu beachten ist hier noch, dass das nicht die komplette Rechnung ist. Die ist ein bisschen komplizierter, aber es reicht erstmal, um den Ansatz zu verstehen. Wir merken uns also, je mehr Daten, desto mehr CO2-Emissionen. Werden wir jetzt ein bisschen konkreter. Von der Green Software Foundation wurden einige Strategien entwickelt, die Green IT-Integration in eurem Unternehmen etwas leichter zu gestalten. Nicht jede Strategie passt auf jede Software. Kommen wir zur Strategie Nummer 1. Nutze Rechenleistung zu dem Zeitpunkt, an dem der Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix am höchsten ist. Oder eben dort, wo er am höchsten ist. Kann ja auch auf der anderen Seite der Erde sein. Der Anwendungsfall ist dann relevant, wenn du rechenintensive Operationen völlig automatisiert durchführst, wie zum Beispiel das Trainieren von Machine Learning Modellen. Die Strategie ist natürlich nachvollziehbar, die Umsetzung allerdings recht kompliziert. Kommen wir zur Strategie Nummer 2. Nutze effiziente Hardware. Ein Beispiel. Ein Server, der 100% ausgelastet ist, ist deutlich effizienter als 3 Server, die zu 33% ausgelastet sind. Werden wir aber jetzt etwas praxistauglicher. Kommen wir zur Strategie Nummer 3. Wenn du es nicht messen kannst, dann kannst du es nicht optimieren. Wie wir berechnen, haben wir jetzt schon gelernt. Dahinter können wir also schon mal einen Haken machen. Strategie Nummer 4. Verstehen, wo und wann durch meine Software CO2 emittiert wird. Auch das haben wir gelernt. Auch Haken dahinter. Strategie Nummer 5. Verstehe die Mechaniken des CO2-Ausgleichs. Dazu kommen wir allerdings im letzten Teil von diesem Video. Kommen wir zur letzten Strategie. Strategie Nummer 6.
Das ist gleichzeitig die wichtigste Strategie und die heißt Effizienz. Wir werden immer Energie brauchen, um Software bereitzustellen. Ziel ist es, mit so wenig Energie wie möglich unsere Ziele zu erreichen. Das bedeutet Datenqualität möglichst hoch, Datenquantität möglichst niedrig. Ich zeige dir jetzt die Optimierung an einem echten Beispiel. Wir befinden uns im Bereich von Green Web. Wir schauen uns meine Webseite Grün Echo an, die ich kürzlich optimiert habe. Nach dem Sustainable Web Design Model habe ich Grün Echo bewertet und habe folgende Ergebnisse erhalten. Bei einem Besuch der Homepage entstanden 1,35 CO2-Äquivalente. Jetzt sehen wir eine Gegenüberstellung von Grün Echo mit 10 weiteren IT-Dienstleistern aus der freien Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst. Der Vergleich mit unseren Wettbewerbern ist natürlich interessant und vielleicht gut fürs Ego, aber bringt er uns wirklich weiter? Denn was wir wirklich machen wollen, ist ja optimieren. Und um zu optimieren, brauchen wir keine absoluten Werte, sondern das Optimierungspotenzial. Nachdem ich das Potenzial bestimmt habe, habe ich optimiert und das in verschiedenen Bereichen. Nach meinen ganzen Optimierungsversuchen liegt meine Seite aktuell bei 0,44 Gramm CO2-Äquivalente, was etwa 1/3 der ursprünglichen Emissionen sind. Ich habe ungefähr 4 Stunden investiert. Aufgeschlüsselt verbrauchen die Kundengeräte am meisten CO2-Äquivalente. Bei der ganzen Optimierung gibt es allerdings noch andere positive Nebeneffekte. Meine Internetseite wird durch die Suchmaschinenoptimierung im Netz besser gefunden. Die Seite wird schneller geladen. Außerdem kann ich mit Klimaneutralität werben. Aber Moment! Seit wann sind 0,44 CO2-Äquivalente denn klimaneutral? Richtig, denn darum geht es jetzt im letzten Teil, in dem wir sprechen, die Carbon Offsets. Bei jeder Optimierung, die wir machen, bleiben Emissionen von IT-Infrastruktur, die wir nicht beeinflussen können. Siehe der Energiemix in Deutschland oder Österreich zum Beispiel. Diese gilt es aber auch auszugleichen und klimaneutral zu machen. Hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Vorgehen wäre folgendes: Du rechnest deine CO2-Äquivalente für ein Jahr mit den geschätzten Nutzerzahlen für deine Software aus. Diesen Wert musst du dann ausgleichen. Dieses geht auf verschiedene Weise, zum Beispiel durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. Eine andere Möglichkeit ist, du unterstützt Projekte, die zum Beispiel Bäume pflanzen, was zumindest CO2 für eine bestimmte Zeit der Atmosphäre entzieht. Eine weitere Möglichkeit ist die Neutralisation, also dass auf technische Weise der Atmosphäre CO2 entzogen wird und dieses CO2 eingelagert wird. Was genau das Richtige ist, das musst du allerdings selber entscheiden. So, jetzt haben wir hoffentlich relativ viel gelernt. Wir kommen zum Ende, aber die Grundsätze von Green IT möchte ich dir doch gerne nochmal zusammenfassen. Green IT bedeutet Reduktion in erster Linie. Erst der zweite Schritt ist die Kompensation. Reduziere genau um das, was keinen Mehrwert für Mensch, Umwelt und Gesellschaft bringt. Das Reduzieren deiner IT ist eine Win-Win-Situation. Es profitiert der Ersteller, es profitiert der Nutzer und natürlich profitiert auch die Umwelt. Wenn dir die Grundsätze von Green IT gefallen und du vorhast, deine nächste Software möglichst grün zu gestalten oder du bereits eine Software hast und eine Bewertung und Optimierung brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Das war's soweit von mir. Es war mir eine Freude. Bis zum nächsten Mal.